Jetzt ist er zurück. Er geht wieder. Jetzt stellt sich die Frage, wie weit kommt er jetzt wieder raus? Und mir stellt sich die Frage... Okay, der ist weg. So, wie weit läuft er jetzt? Nur bis dahin. Ich hatte gerade befürchtet, wir haben hier kein Versteck, aber ich kann ja eh noch runter. Ha. Lalalala. Ist mir zu knapp. Ich mache den langen Weg, räume noch ein paar mehr Gegner aus dem Weg. Weil ich fürchte, ich muss nochmal mit Ziska durch. Und das wird nicht leicht, wenn so viele Wachen durch die Gegend laufen. Deswegen erledige ich die lieber einzeln und kann dann bequem durchlaufen, als dass ich nochmal so kompliziert durch alles durchlaufen muss. Ah, guck mal, ich kann den sogar hauen. Wenn er sich wegbewegt. Und ich wünschte mir, ich käme schnell genug, dass ich die Tür nicht öffnen müsste. Das klappt. Er bleibt jetzt erstmal eine Minute da stehen. Naja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich jetzt falle. Mir fällt gerade auf, dass da noch eine Leiter runter ist. Achso, ja, das ist ja die Leiter, wo er gerade hoch ist. Richtig? Leuchte ruhig die Wand an, da ist bestimmt einer. Gut, also hier rum, runter. Den Regen schön beobachten.
Ich überlege gerade, ich glaube, ich kann auch an denen vorbei, einfach so. Ohne dass der was spitz kriegt. Nur der Typ links macht mir dann wahrscheinlich auch keine Probleme. Ja, probiere ich das nochmal aus, einfach weiterzukommen. Und zum Ermittelpunkt zu kommen. Denn ich fände es schon schön, wenn ich einfach mal weiterkommen würde. Jetzt sagt bitte, dass hier keiner ist. Doch, hier ist einer. Aber mit dem spreche ich. I presume? Ja, so könnte man mich nennen, ja? Excuse me? Pardon? We've not yet met. I am Torvik Boehner. Perhaps your friends Siska and Arno told you about me. Geht so. Oh, do forgive me. I have forgotten about poor Arno. We found his charred remains amidst the debris of our plant. Ja, es war traurig. Of course, it was his own vandalism which caused such chaos, so perhaps we should not be too sorry. He made his choices. As will you, Wilt, as will you. But all in due course. For now, I must admit that I am impressed with how you've navigated our facility thus far. Nonetheless, I have ceased to consider your sport worth the effort. It would be logical for you to be eliminated at this point. And yet, there are others who disagree. They still regard you as an exploitable resource. Aha. Your impressive ruthlessness is matched only by your complete lack of any conviction. You're a powerful weapon that can be turned any which way. Please, accompany me. Wilt is apprehensive. His curiosity tempers the urge to attack, which pulses through his tensed fingers. Torvik turns and strides towards the cable car sitting upon the boarding platform. Wilt hesitates before following him. They board the vehicle just as its motor splutters into gear. Da kann ich gerade nichts tun. Und er zittert. Was ist jetzt mit Siska? Naja. Bisschen monoton, aber okay. The small cabin sways precariously in the wind. Its motor cogs crawl tentatively along the cable, guiding it through the night air. Wilt stares into the ravine below. Its empty space seems to possess endless mass. A nerve in his neck tingles. Und oben stehen sie jetzt alle und singen Happy Birthday. The cable car has been decorated with 4 small, disturbing sculptures carved from the basalt and granite abundant on the slopes outside. Each one depicts a strange, humanoid creature, half beast and half machine.
The one nearest to Wilt is standing erect, with a metalloid structure embedded beneath the skin of its back. Wilt looks aghast at the prospect, examining the symbiotic depiction of steel and skin. Was kommt jetzt? So, despite everything, you are here. Of all the places for your sickly little bag of flesh to end up, somehow things have led us to this place, this moment. Wahrscheinlich ich, ja. Ja. Irgendwas führte ihn hierher. Torvik pauses, turning to one of the statues at his left. Frightening, isn't it? The things which we can do. Such power emanates from our organs and limbs. Kann man viel machen, ja? The car's gears continue to grind it along its threaded route through the abyss. We are almost there. Nicht, wenn du noch weiter so lange daran redest, aber okay. Mhm. Ah. Oh. Ich kann jetzt wieder steuern, aber ich kann ihn nicht hauen. Da hoch. Ich folge ihm einfach. Mal gucken, was passiert. Okay, ich kann nicht wechseln. Oh. Huge portraits of austere faces hang along the staircase, each tinged by the cold sneer of high command which emanates from their pursed lips and stern frowns. They were all powerful men. Please accompany me to the upper residence. I'd like to show you something. Ja, ich wollte nur gucken, was das für Bilder sind. Könnte ja auch was Wichtiges gewesen sein haben. Tun. Schön, diese halb aufgeschnittenen, runden Kugeln. Kann es auch schneller gehen oder nicht? Mehr. Disco, Pogo, Dinge, Dinge. Entschuldigung. Ja, wie reich. Ein Affe in einem Käfig. Und ich spreche mit dem Typen. Torvik strides into the vast stone-walled room and beckons Wilt. Torvik tritt den weitläufigen Raum mit seinen gesteinerten Mauern und dem Bild zu. In the middle of the space is a large bronze cage crammed full of snow pigeons. Wilt wondered how he'd not noticed it when he first entered. Okay, dann sind es keine Affen, sondern Schneetauben. Auch schön. The birds emit pained squawks as they peck and jostle at each other for space. Torvik watches the feral scene intently, captivated by the prospect of beak and claw-drawn blood. Manche haben Hobbys. Do you think you would behave differently were you inside that cage, Will? Or are you disgusted by what they are doing to each other? Wahrscheinlich ja und They're animals. I expect little more from them. And from people, Will? Are they not animals?
You don't strike me as someone who expects much more of people than you do of these pigeons. Do you think the world is any different from this rusty cage? Nicht so rostig, würde ich sagen, ne? Yes, it can be. And do you care, Will? Do you care whether the world is a rusty cage or not? You're enjoying their suffering, aren't you? You found a way to bring out the worst in them, to render them at their ugliest. And you're proud of it. Klingt schon hart, ja? You read people well, Will. I am indeed proud of this and so much more that I have managed to achieve. Aha. Torvik pauses to toss a few scraps of fruit into the cage. His face is tensed in grim fascination as the starved birds fight viciously to earn a bite of the rotting food. Dann haben die schon lange nichts mehr gegessen. I see in you a man who is lost, Will. Awake from this dreary existence you have drifted into. Swear your allegiance to us and rediscover what it means to believe in something again. Das Glauben ist jetzt ja auch, na, We know you have strength and that you're not afraid to use it. Our clerks have researched your background thoroughly. Your former regiment has kept extensive records of its war deserters. das machen die, glaube ich, immer, ja? Your murder of the officer, Corporal Harold Wickmans. There is something ruthless inside you, Wild. Something which we don't often find. Was, dein Offizier? Naja, meinetwegen. That was different. We weren't just two caged pigeons fighting over breadcrumbs. You were, and still are, exactly that, Wild. When backed into a corner, you acted like any one of these dirty, grubby creatures would have done. Kommt da jetzt irgendwie ein Riesentwist noch? I had a reason. Not one I will ever feel the need to share with you, but I had a reason. He deserved what he got. It was different. You can think whatever you need to think, Will. If you must distance yourself from these vermin, so be it. I myself prefer to compliment you on your similarity to them. So, what's it to be? Will you release yourself from your petty vanities and join us in our purpose? Mal sehen. Or would you prefer some sort of futile dramatic gesture, like the mess your friends made at our facility? Den Bösen beitreten oder Aktion machen mit Puff? Schwierige Frage. Perhaps attack me out of misguided allegiance to that girl. She seems to think I'm dangerous. If you think her right, perhaps you should do something about it. Ich halte dich auch für gefährlich, aber wer bin ich schon, dass ich dich in echt sehe und so weiter. Torvik steps to Wilt and offers his hand. Wilt pauses. The room is silent, but for the yelps of agony coming from the cage. Wild greift Torvik an. Wild dreht und geht Richtung Ausgang. Wild nimmt Torviks Hand. Ich bin ja der Typ, der einfach geht. Ich könnte aber auch annehmen. Oder ihn einfach umhauen. Ich gehe. Klingt für mich jetzt plausibel. Wilt turns and heads for the exit. Und ich bin gespannt, was deine Reaktion ist. Torvik is briefly surprised.
before frowning in annoyance that his judgment had been amiss. He starts towards the terrace facing the ravine, flashing a lamp towards the barracks on the other side. Ja. Seconds later, an alarm sounds in the barracks. The heavy thud of polished leather boots on concrete rises in intensity like a drum roll. Wilt starts to run. Mache ich jetzt oder macht das Ende oder was? Ton weg. Und? Noch kann ich nichts The machen. rain continues to hurtle from the heavens. Each drop slaps against the rock with the force and intensity of a cosmic explosion. To the naked eye, the rock is unmoved. It resists, unchanged and defiant as before, withstanding the endless elemental siege. But a change has nonetheless occurred. Each drop has taken its tiny toll. One day, only pebbles will remain of mountains and cliffs. Nothing stays the same. Not for a second. Das stimmt. Ja, und da habe ich gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Das ist gut. Und das war dann das Ende Nummer 1 von Calvino Noir. Es war ein schönes Spiel, es war ein Schleicherspiel. Ja, und ja, ich sag schon mal, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Spiel, das dann wieder richtig Horror ist. Oder auch nicht, oder mal sehen.